Hi ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ich für meine kleine neue Mitbewohnerin, die Lilly, einen Katzenbaum gebaut habe, weil sie jetzt abends alleine bei mir ist und da ist ja doch ein bisschen langweilig und vielleicht ist dann ein bisschen mehr Unterhaltung für sie geboten. Weil untertags kann sie mit ihrem Bruder spielen, weil der wohnt gleich nebenan, aber abends eben nicht. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie ich das gebaut habe. Viel Spaß dabei. Genau, Step 1 war, ich habe mir einen Baum gesucht, also einen Ast eigentlich. Und zwar habe ich den im Wald gefunden. Man muss dazu sagen, man darf das nicht einfach mitnehmen, aber ich kannte den Waldbesitzer und ich wusste, er hat einen Baum geschnitten, einen Käferbaum. Das sieht man auch am Holz, das kann ich euch jetzt dann gleich zeigen, dass das ein Käferbaum ist. Genau, also und da habe ich den gefragt, hey, kann ich das Stückchen Ast haben? Und da hat er gemeint, ja klar, wieso nicht? Und ja, aus dem baue ich mir jetzt einen Katzenbaum. So, hier sollte jetzt eigentlich eine Aufnahme von dem Baum kommen, aber irgendwie habe ich den nicht komplett, also den Ast habe ich den nicht komplett aufgenommen, aber hier seht ihr mal die Lilly und ein Stückchen von Ast. Und genau den werde ich jetzt in den nächsten Szenen bearbeiten. Das heißt, ich werde die Rinde runter machen, die wegstehenden Äste wegmachen, zum Beispiel mit einer Säge. Genau, also seht ihr gleich. Genau, also sie scheint schon den Baum zu mögen, auch wenn noch gar nichts gemacht ist. Hier säge ich dann auch schon den ersten Ast weg, den wo ich nicht mehr haben will. Ja, die Säge scheint auch nicht mehr die beste zu sein. Mei, das war mal ein Flohmarktstück. Genau. Ja, aber ein bisschen bessere Säge, eine neuere, die hat noch gescheite Zacken. Das geht dann auch ein bisschen besser. Also ich teste hier einfach mal ein paar Werkzeuge aus, was gut geht, was nicht so gut geht. Hier habe ich dann mit einem Stechbeitel versucht, die Rinde zu entfernen. Also die Rinde entfernen war echt zart, da ich sagen. Hier seht ihr ein bisschen die Käferspuren. Das sind so, ja, weiß auch nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall hat sich der da voll ins Holz reingebohrt. Sieht man später noch besser. Nächstes Tool ist ein Multitool, habe ich ausprobiert. Es ist schon besser, schneller gegangen, aber hat halt nicht so toll ausgeschaut. Ja, mit unserer total tollen Motorsäge habe ich dann versucht, den Ast unten abzuschneiden, weil der total schief gestanden ist und der braucht natürlich einen Stand, sonst wird das alles nichts. Ja, ich habe mich sehr geplagt, aber irgendwann bin ich durchgekommen, also ich glaube, wir sollten mal da eine neue kaufen. Jetzt seht ihr auch, das steht, es funktioniert so. Super. So, und jetzt habe ich dann natürlich auch bestimmen können, nachdem das ich hinstellen kann, wie groß der werden soll. Und den Rest schneide ich natürlich weg. Gut, dass ich das schon entrindet habe. Ja, passiert. Wenn ihr euch jetzt wundert über meine Kommentare, also normalerweise mache ich mir immer einen Text und dann spreche ich den, aber heute habe ich mir gedacht, ich versuche das jetzt mal so. Ja, und sprich es einfach mal frei heraus. Wie findet ihr das? Ist das jetzt blöd oder findet ihr das besser? Ja, schreibt mir das doch unten in die Kommentare rein.
Ach ja, die kleine Miezi ist übrigens der Daxi. Der Daxi ist der kleine Bruder von der Lilly. Oder der Große, wie man es nimmt. Genau, und der schaut mir natürlich auch beim Arbeiten zu. Mit dem Schäpseisen habe ich das hier noch versucht, also an so Stellen, wo es ziemlich gerade war, ist es ganz gut gegangen. Allerdings, wenn da irgendwie so, keine Ahnung wie das heißt, so ein bisschen mehr da Verastelungen sind, hat es überhaupt nicht hingehauen und deswegen dann wieder Stechbeitel oder Multitool oder sonstiges. Hier habe ich mit der Stahlbürste ein bisschen geschliffen, beziehungsweise alles ein bisschen feiner gemacht. Ich wollte ja eigentlich schon immer einen Katzenbaum machen und deswegen habe ich mir auch schon vor Jahren diese Katzenköpfe da ausgeschnitten, die wo dann diese Plateaus quasi wären. Und die liegen seitdem im Keller und jetzt habe ich wirklich mehr Katz. Und deswegen sind die jetzt wieder ausgepackt worden. Und dieses Teil nehme ich jetzt gleich auch aus Form her, weil ich habe nur einen Küchenschrank gefunden. Und das wird einfach unten aus Sockel hergenommen, dass das erstens noch mehr Stand hat und zweitens, dass sie nur so eine kleine Box hat, wo sie reinlegen kann und ja, einfach ein kleines Häuserl quasi. Genau, und diese Vorlage, die lege ich jetzt auf ein Stück Holz, weil das vorne eben bei dieser Box noch, dass die nur zugemacht wird, weil da habe ich keine Tür mehr. Und schneide die dann mit der Stichsäge einfach aus und dann schaut das, glaube ich, ganz nett aus. Genau, hier bohre ich mir noch ein Loch vor, dass ich mit der Stichsäge in diesen Katzenkopf reinkomme. Und dann schneiden wir mal schön aus. Mit dem Schleifpapier mache ich dann das Loch noch ein bisschen sauberer und weicher, damit sich die Katze auch nicht verletzt. Also erst im Innenteil und dann an den Kanten. Genau, das Brett habe ich natürlich auch auf die Breite noch geschnitten. Achso, bevor ich das festschraube, markiere ich mir noch die Position des Baumes, weil der gehört ja auch irgendwie festgemacht. Genau, und dann mache ich unterhalb von dieser Position 3 große Schrauben rein, also das bohre ich vor. Und dann brauche ich auch jemanden zum Halten. Hier schrauben wir dann den Baum an das Kastel fest. Einer hält dagegen und einer schraubt rein. Ich habe es versenken vergessen, das habe ich dann noch gemacht und die Schrauben dann nochmal reingeschraubt. Hier richte ich dann die Katzenköpfe senkrecht aus und markiere mal, wo ich das hier haben will. Dann bohre ich ein Loch durch und schraube rein. So einfach geht's. Das Schwierigste dabei war, dass der Ast gerade ist. Also es ist nicht ganz hundertprozentig gerade geworden, aber Katz kann drauf sitzen. So, dann versenkt man wieder alles. Beim zweiten Katzenkopf haben wir hier so ein Loch reingebohrt. Habe ich leider nicht aufgenommen, aber so heute ein bisschen besser. Genau, und hier tue ich dann auch schon Schaumstoff drauf tackern, damit das Katzel das ein bisschen weicher hat und bequemer. Und dann habe ich so einen Flauschstoff gekauft,
Das war eigentlich eine Decke und die wird jetzt genauso hitackert. Einfach unten immer straff gezogen, außenrum und dann den überschüssigen Stoff einfach wegschneiden. An die Ecken und spitzen Stellen schneide ich mit der Schere immer so ein bisschen ein, sehr knapp, damit sie das besser um die Stellen legen lässt. Im Inneren habe ich jetzt noch einen Schaumstoff zugeschnitten und dann so einen Stoff einfach drüber gelegt und an Rundungen wieder etwas eingeschnitten, um das schön um den Baumstamm rumlegen zu können. Hier bohre ich ein paar Löcher vor, damit ich die Schrauben noch reinkriege, damit vorne der Katzenkopf vor das Kastel noch hinkommt, damit alles schön sauber ausschaut und die Katze noch reinkommt. So, jetzt mache ich noch so einen Flauschstoff um das Kistel unten rum, weil so schön ist es nicht, damit es einfach ein bisschen schöner noch ausschaut. Und damit es auch oben ein bisschen bequemer noch ist, wenn es da drauf hocken mag oder liegen mag. Um die Rundung schneide ich einfach immer ein bisschen ein und stopfe das dann innen rein. Also man sieht es ja auch nicht wirklich und schaut dann recht sauber aus. Dann habe ich mir noch so eine Sisal-Schnur gekauft, die binde ich hier einfach rum, erstmal einen Knoten rein und dann immer wieder rundrum wickeln, so weit wie es will. Und dann unten noch mal ein bisschen reinstopfen, damit es halten bleibt. Zum Schluss habe ich das noch mit ein bisschen Kleber fixiert, damit es auch wirklich hält. Aber nur ein kleines Tupferl. So, und jetzt sind wir fertig mit dem Katzenbaum und sie ist auch schon oben und spielt auch ganz gern ab und zu mal damit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Über einen Kommentar freue ich mich natürlich auch. Vierte!